So, von was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Minecraft hat wieder ein paar Kleinigkeiten an Änderungen rausgehauen, wie zum Beispiel umgefallene Bäume und noch ein paar andere Sachen. Dann lasst uns die auch direkt zusammen anschauen. Wenn ihr noch nicht unserem Discord- und WhatsApp-Kanal beigetreten seid, dann macht es gerne. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr schon da unten seid, dann lasst auch gerne ein Abo da. Nochmal vielen Dank für die 30.000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in-game. Wir sind jetzt nämlich in dem neuen Snapshot 25W09A. Das ist nicht ein ganz so großer Snapshot wie letztens, wo wir die ganzen neuen Spawn-Eier bekommen haben, die Glühwürmchen und was auch immer. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, habe ich da ein langes Video drüber gemacht. Checkt es auf jeden Fall aus, da haben wir so krank viele Änderungen hinzugekommen. Es war wirklich geisteskrank. Ihr erinnert euch auch bestimmt noch an diesen Firefly-Bush, an das Glühwürmchen Ding. Die können jetzt auch noch in neuen Biomen spawnen. Und zwar tatsächlich in den Mangrovensümpfen. Das sieht so scuffed aus mit dem Strand hier nebendran. Holy, was habe ich denn hier gefunden? Okay, das sieht schon cool aus irgendwie. Also die können jetzt in den Mangrovensümpfen hier spawnen. Ich gucke mal, ob ich gerade eins finde. Aha, guck mal hier, habe ich es direkt gefunden. Unten in dem Siffwasser drin, hier zack, zack, sind direkt 2 von den Dingern gespawnt. Ist ganz goldig, würde ich sagen. Guck mal, hier ist auch direkt die Hexe. Perfekt. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt nämlich in der Nacht, haben diesen Mangrovenwald gefunden, der erstaunlich klein auch ist tatsächlich. Und man läuft dann hier einfach rein in diesen Schlamm, hat hier überall diese lustigen Pflänzchen und dann sieht man auch noch die kleinen Glühwürmchen hier rumfliegen. Ist, glaube ich, ganz cool. Gibt ein bisschen mehr Atmosphäre. Die Kollegen hier können aber tatsächlich auch noch in einem anderen Biom spawnen, wo es aber ultra selten ist. Also sie schreiben sogar in den Patch Notes rein, dass es dumm selten ist. Deswegen ist es vielleicht eine coole Addition für so Minecraft seltene Sachen finden, I guess. Denn die Glühwürmchenbüsche können jetzt auch in den Badlands-Biom spawnen. Und, ach man, ich habe ja mit Abstand das kleinste Badlands-Biom gefunden, was es gibt. So ein Badlands-Biom finde ich hier schon um einiges besser, aber ihr seht, sie haben nicht übertrieben oder untertrieben, wie auch immer. Die sind hier wirklich selten. Also wir haben hier ein riesiges Biom und wir sehen nicht einen einzigen von diesen Büschen. Hier, wir sehen zwar die anderen neuen Büsche, ne, die hier, kennt ihr ja, diese kleinen und großen von diesen, wie heißen die denn eigentlich? Getrocknetes Gras, genau. Der mit Abstand unauffällig generierteste Mineshaft. Aber weit und breit keine von diesen Firefly-Bushes in der Nähe. Boah, die Atmosphäre hier ist crazy, ne, aber leider weit und breit kein Glühwürmchenbusch. Oh mein Gott, doch hier! Nein, Spaß, den habe ich gerade platziert. Aber so wird es vielleicht aussehen, wenn der hier spawnt. Wobei ich es aber auch gar nicht verstehe. Ich meine, warum sollten Glühwürmchen weniger oft hier drin spawnen? Ich meine, denen wird es doch hier auch gut gehen, oder? Keine Ahnung. Gibt es Glühwürmchen-Experten hier in den Kommentaren? Hallo, ich nehme gerade ein Minecraft-Video auf und in dem neuesten Update hat Minecraft es geändert, sodass die Glühwürmchenbüsche weniger oft in diesen Badlands-Biomen in Minecraft, kennen Sie die? Die mit diesen ganzen Steinen, den lustigen Terrakotta-Farben und Shit. Dass in diesem Biom die Glühwürmchenbüsche unglaublich selten spawnen. Woran liegt das? Ist es in echt auch so, dass Glühwürmchen sich in diesem Biom weniger wohlfühlen? Oder ist es einfach nur eine Game-Design-Entscheidung? Ne? Ich bräuchte jetzt wirklich mal den Glühwürmchen-Experten. Vielen Dank. In Minecraft sind die Spawnwarten von bestimmten Pflanzen oder Tieren oft Teil des Spieldesigns und können sich von Version zu Version ändern. In der realen Welt fühlen sich Glühwürmchen normalerweise in feuchten, warmen Gebieten mit viel Vegetation wohl. Badlands-Biome in Minecraft sind jedoch eher trocken und felsig, was vermutlich nicht die ideale Umgebung für echte Glühwürmchen wäre. Es ist also wahrscheinlich eine Mischung aus Spielbalance und klimatischer Umsetzung. Wenn du die Glühwürmchen in Minecraft ja, okay, das klingt sehr gut. Vielen Dank. Da haben Sie mir auf jeden Fall weitergeholfen. Bitte bringen Sie mich um da. Da haben wir auch den Experten oder die Expertin jetzt hier gehört. Anscheinend macht es tatsächlich wirklich Sinn. Kommen wir auch direkt zur nächsten Sache, die auch um einiges cooler ist. Und zwar die umgefallenen Bäume. Ganz kurz, Freunde, wenn ihr bis hierhin guckt, würde ich mich ultra freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert, um nichts mehr rund um Minecraft zu verpassen. Es ist kostenlos, mir hilft es weiter, euch hilft es weiter und ihr könnt auch meinem WhatsApp-Kanal beitreten, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Weiter geht's. Hier habe ich zum Beispiel mal so einen für euch. Ihr seht hier einen umgefallenen Baum, wo sogar noch die Blätter oben drauf liegen. Und das sind jetzt neue Baumvarianten, die in allen gängigen Baumbiomen halt spawnen können. Das ist jetzt hier ganz normal in einem Eichenwald und ihr seht, es ist ein bisschen verbuggt, weil hier ist eigentlich der Stamm, wo er runtergekippt ist. Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber ich habe noch ein paar andere rausgesucht. Was ich euch aber hier eigentlich zeigen wollte, ist, dass der wirklich richtig in das Biom rein integriert ist, indem dann hier zum Beispiel auch das Laub direkt drauf spawnt und ein Pilz in dem Fall jetzt drauf gespawnt ist. Und da sehen wir das ganze Spektakel auch nochmal in einem Birkenwald. Das ist so, glaube ich, die Standardvariante. Einfach ein Stamm, ein Block Luft und dann liegt hier dieser Birkenbaum nebendran. Nichts dran, keine Pilze, keine Laubblätter, nichts. Ich weiß, in Bedrock gibt es den schon länger. Jetzt haben wir es aber endlich in Minecraft Java, was ich
unglaublich cool finde, weil die geben einfach nochmal dem Ganzen so eine bisschen coolere Atmosphäre. Hier sehen wir nochmal einen Birkenbaum, aber der ist ein bisschen kürzer. Wir haben 2 Blöcke Luft dazwischen. Und hier wieder ein Pilz drauf, sowie diese Blümchen, die hier außenrum gespawnt sind. Das kann aber nicht nur in den Eichenbiomen und in den Birkenbiomen spawnen, sondern tatsächlich in allen Baumbiomen, außer im normalen Meadow-Biom, weil da halt nicht wirklich viele Bäume stehen. Deswegen wäre es ein bisschen weird, wenn da einfach ein umgefallener steht. In dem Bambus-Dschungel, weil da halt einfach nur Bambus chillt, checkt man auch. In einem Flussbiom macht es auch wenig Sinn. Da sind sowieso so wenig Bäume, wenn da überhaupt welche spawnen. Warum sollte da ein umgefallener stehen? In dem Grove-Biom, das ist das hier. Naja, weiß ich nicht, warum es hier nicht spawnt. Keine Ahnung, vielleicht wegen dem Schnee. Und in den Blumenwald können nur Birkenbäume umfallen und keine Eichenbäume. Hier haben wir nochmal dasselbe Spektakel. Einen kurzen Birkenbaum, Pilz oben drauf, 2 Blöcke Luft, ein paar Blümchen drumherum. Aber ich habe noch einen mit einem wie heißt die mal, Fichtenbaum. Den sieht man hier und da erkennt man auch, okay, die sind ein bisschen schlauer programmiert, dass die sozusagen dann nicht hier in der Luft spawnen, sondern direkt noch eins runterfallen. Hier hängt er jetzt ein bisschen oben drüber, aber es macht ja von den Physics her Sinn. Da ist noch ein Pilz drauf gespawnt, aber eine Variante haben wir immer noch nicht gesehen und die kommt jetzt, wenn ich sie hoffentlich finde. Ich habe nicht die Variante gefunden, die ich euch zeigen wollte, aber noch eine andere interessante, denn hier sieht man, okay, wir haben hier einmal einen Fichtenstamm, der quasi nach oben an der Kante umfällt und dann dort liegt und wir haben nicht nur einen Pilz, sondern 3 Pilze oben drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich begeister mich ein bisschen zu sehr, aber ey, neue Minecraft-Updates nehmen wir immer mit. Ach man, hier habe ich nochmal so ein Standardding gefunden, aber immer noch nicht die Variante, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich habe es gefunden und zwar denkt ihr jetzt euch, okay, das ist jetzt ein normaler Stamm, wieso zeigst du uns das? Aber es kann tatsächlich an diesem Stamm auch Moos oder halt eine Liane spawnen. Das haben wir jetzt hier auf beiden Seiten. Das geht auch nicht nur hier unten, das kann auch hier einfach runterwachsen. Und es können natürlich auch alle Sachen zusammen drauf sein. Also hier so eine Liane dran und dann noch einen Pilz oben drauf. Geht auch. Seltene Dinge in Minecraft suchen. Ich weiß es nicht. Sieht bestimmt cool aus. Ja. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Hier ist noch ein umgefallener Baum. Ja, perfekt, mit diesen Vines hier dran, die dann die Farbe gewechselt haben. Sieht cool aus, sieht cool aus. Übrigens nicht verwechseln, diese Stämme hier können auch immer noch spawnen, ohne dass ein Baum drumherum fällt. Also normal würde der hier so liegen oder hier so lang liegen, keine Ahnung. Aber die müssen nicht zwangsläufig sein. Die hatten wir auch vorher schon in Minecraft. Java. Oh, guck mal, hier ist auch Laub drauf gespawnt. Die haben damit nichts zu tun. Es gibt einmal die Stämme, die spawnen und einmal die umgefallenen Bäume. Das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen. Freunde, ich habe die mit Abstand krasseste Variante gefunden. Und zwar haben wir hier einmal einen Eichenbaum, der die Lianen dran hat und einen Pilz oben drauf spawnt. Er hat 2 Blöcke Luft dazwischen und ist noch nach oben umgefallen. Seht ihr das? Der liegt hier halt so einen Block weiter oben drüber und hier ist sogar auch noch eine Liane dran. Also das ist so wirklich das Nonplusultra, der beste Stamm, den wir finden können. Wisst ihr, was ich eigentlich auch cool finden würde? Stellt euch mal vor, wir haben hier so einen großen Baum, der dann auch theoretisch umfallen kann und dann sieht das vielleicht irgendwie so aus, dass wir hier so einen Stamm liegen haben und dann hier nochmal so 1, 2 Äste von abgehen oder vielleicht sogar auch größere Äste, dass es dann irgendwie so aussieht. Das wäre doch so krass, wenn man einfach sowas, wobei, ist vielleicht auch ein bisschen zu groß, ne? Oh mein Gott, hier vorne bei meiner seltenen Variante fehlt noch Laub oben drauf. Ach man, das war doch nicht die beste Variante. Na gut. Eine Sache, die mich beim letzten Update so unnormal genervt hat, haben sie direkt gefixt. Ihr kennt ja bestimmt hier diese Leaf-Litter-Dinger, was jetzt diesen Laub darstellen soll. Den kann man hier in diesen 4 Varianten hinsetzen und der spawnt auch ganz natürlich in den ganz normalen Biomen. Also in allen Biomen, wo es halt Bäume gibt tatsächlich. Nur was mich so unnormal aufgeregt hat, ist folgendes. Ich gucke mal, ob ich hier einen Clip finde von dem letzten Video. Mich nervt es jetzt schon, dass man auf diese Blätter hier keinen Block drauf platzieren kann. Holy. Denn wenn man auf diesen Laubhaufen hier zugelaufen ist und da irgendwelche Sachen platzieren wollte, wie ich zum Beispiel, ich glaube, ich wollte den Glühwürmchenbusch platzieren, dann hat er das einfach oben drüber oder an der Seite dran platziert, weil er dachte, dass diese Laubhaufen ein richtiger Block sind. Was so nervig ist, weil wenn du auf Gras drauf gehst, kannst du ja auch einfach draufdrücken und dann wird einfach dieses kleine Grasding hier weggemacht, ne? Ihr seht es hier. Bei den neuen Büschen, die hinzugekommen sind, haben sie es sogar auch geändert. Wenn ich da drauf drücke, wird einfach dieser kleine Busch replaced. Nur bei einer Sache haben sie es vergessen und zwar konnte man die ganze Zeit nicht auf diese Laubblätter draufklicken. Aber das wurde jetzt zum Glück geändert, denn wenn ich hier mit dem Block rumlaufe, kann ich hier einfach draufdrücken und die Dinger werden automatisch gelöscht. Was ich so cool finde, weil das macht es um einiges einfacher, die ganzen Sachen hier zu platzieren.
Nur ihr kennt Minecraft. Es wäre nicht Minecraft, wenn sie es nicht auch wieder ein kleines bisschen verkackt hätten. Denn in demselben Update, wo diese Laubblätter hier hinzugekommen sind, sind auch noch andere Sachen hinzugekommen. Und zwar diese Blümchen. Die haben die exakt selbe Beschaffenheit. Also ihr habt das Blümchen hier und setzt es einfach einmal drauf, zweimal, dreimal, viermal. Das sind diese Wildflowers, also diese wilden Blumen hier. Die spawnen ganz normal auch, hauptsächlich in Birkenwäldern, aber auch hier auf so Meadow-Dingern. Sieht alles ein bisschen angenehmer aus. Nur ich schätze mal, dadurch, dass sie diese Blumen als wirkliche Blumen behandeln, und falls ihr es nicht wusstet, auf Blumen könnt ihr nicht einfach rechtsklicken, da platziert sich der Block einfach irgendwo nebendran, egal ob ihr oben drauf drückt, Shift drauf drückt, ganz egal. Ihr könnt Blumen nicht wegklicken mit dem Block. Und das ist anscheinend der Grund, warum es bei den Blümchen hier auch nicht geht. Denn dreimal könnt ihr raten, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Es ist geisteskrank, ne? Es ist wirklich krass. Und so war es halt auch vorher bei diesen Laubblättern. Warum kann ich hier keinen Block auf diese Blümchen draufsetzen? Dann würde ich sagen, wir sind auch mit allen wichtigen Änderungen durch. Es waren zwar nicht so viele, aber trotzdem ein paar interessante. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ultra über eine positive Bewertung freuen. Und tretet auch meinem WhatsApp und Discord bei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr schon da unten seid, würde ich mich auch ultra über ein Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.